Willkommen zu den Tutorial-Films von der Clockwork 2.00b. In diesem Video zeigen wir, wie man die Uhr auspackt, wie man das Pendel zusammenfügt und ich erzähle noch ein bisschen über die technischen Details der Uhr. Ich bin Martin Fischer, habe die Uhr entwickelt und neben mir sitzt Tashi Schläpfer. Sie ist Teil von dem Projekt und übersetzt in diesen Videos auf Englisch. Hi, my name is Tashi Schläpfer. I'm part of this project and I will be translating today's videos. Today we'll be unpacking the clock, then we'll be putting together the pendulum and we'll tell you the most important facts and figures about the clock. Mit einem sauberen Schnitt öffnen wir die Schachtel. Open the box, and if you flip open the lid, then you've got a good place to put all the small parts. Wenn man den Schachteldeckel verkehrt herlegt, haben wir einen guten Ort, um die kleinen Teile hineinzulegen. Als nächstes nehmen wir Teile aus der Schachtel. Next, we're going to take out all the small bits and put them into the lid. Und nachher schneiden wir mit einem Cutter die Teile aus der Schachtel raus. Dabei muss man aufpassen, dass man das Metall nicht verkratzt. Cut the thread with the sharp knife and make sure not to scratch the metal. So ist das Werk frei. Now you can take out the clock. Clockwork 2.00b ist ein aufs Wesentliche reduzierter Zeitmesser. Er besteht aus lediglich 3 Übersetzungsstufen. Nämlich, die erste Stufe ist 1:10, die zweite Stufe ist 1:9 und die dritte Stufe ist 1:8. Clockwork 2.00b is a clockwork reduced to its simplest form. There are only 3 gear stages. We have 1:10, 1:9 and 1:8. This creates a total ratio of 1:720. Das Gesamtübersetzungsverhältnis ist 1:720. Heisst, das Hemmungsrad dreht einmal in einer Minute, das Stundenrad dreht einmal in 12 Stunden. This means the escapement wheel makes 1 full rotation per minute and the hour wheel makes 1 rotation per 12 hours. Die Hemmung ist eine Stiftehemmung oder Scherenhemmung. Das ist eine ruhende Hemmung und in Kombination mit dem Carbonpendel ergibt das eine sehr genaue Uhr. The pinwheel escapement is a deadbeat escapement and together with the carbon fiber rod it creates a very accurate clock. Das heisst, man kann davon ausgehen, dass es eine maximale Abweichung von einer Minute im Monat gibt. Which means the clock is off by a maximum of 1 minute per month. Da zeigen wir die ruhende Hemmung in Aktion. Here you can see a close-up of the deadbeat escapement. Man sieht schön, dass das Hemmungsrad stehen bleibt, während das Pendel im Schwung ist. You can see that the escapement wheel stands still while the pendulum is in motion. Die Zeitanzeige erfolgt mit einem Stundenzeiger. There is only one hand to show the time, and here's the dial, which is divided into 5-minute segments. Here you have the hour, 5 minutes, the quarter past and half past. Das Zifferblatt besteht aus 5-Minuten-Strich. Die grossen sind Stunden, das ist 5-Minuten-Strich, das ist Viertelstunde, Halbstunde, Dreiviertel und das ist wieder die Stunde. Der Pendelstab wird in 2 Teile angeliefert. Und diese 2 Teile müssen wir zusammenfügen, um es nachher zu montieren. The pendulum gets delivered in 2 parts. Now we're going to glue it together that we can mount it afterwards. Für das hat es einen beigelegten
Leim, und einen Tropfen angeben. Just put a small drop of glue on the connecting rod and then insert the other part and twist it slightly and then hold for about 10 seconds. Mit einer Drehbewegung schieben wir das zusammen und heben es nachher mindestens 10 Sekunden. Als letzte vorbereitende Handlung machen wir noch ein Lot, um die Uhr waagerecht aufhängen. Lastly, we're going to make a plumb weight to help mount the clock to the wall. Thread the thread through the weight and then thread it through the sleeve and just tie a small knot. Führt Schnürli durchs Pendelgewicht und machen da mit dem Kompensationsrohr einen Knopf, so dass das fest ist. Then on the other end of the thread, just make a small loop. Am anderen Ende vom Schnürli die zu schlaufen, um es nachher aufhängen. Like this. Jetzt kommen wir zur Montage der Uhr zur Wand. Now we can mount the clock to the wall. First, make sure that the center of the clock is at 1.72 m. Als erstes messen wir die Uhr einmessen auf 1,72 m ins Zentrum. Der Arm muss waagerecht sein und dann können wir hier ein erstes Merkchen setzen für das erste Loch. Make sure that this arm is level and then you can make a small mark in the top left hole. Und jetzt machen wir das erste Loch in die Wand. Now we drill the first hole into the wall with a 3 mm drill bit. Das machen wir mit einem 3 mm Ohr, das beigelegt ist. Als nächstes bohren wir das zweite Loch. Now we're going to drill the second hole. Für das nehmen wir den Stift, der beigelegen ist, und stecken den durchs obere Loch vom Gestell und stecken ihn ins Bohrloch. Insert the rod through the clock and into the hole we just drilled, and then you can hang the plumb weight onto the small rod to make sure that this hole is also in the same line. Und dann hängen wir das Lot ein und richten die Uhr ausrichten, nachdem das Lot schön gerade hängt. Also. Now we can drill the second hole. I'm going to drill it right through the arm, right through the hole here. Also jetzt bohren wir das zweite Loch direkt durchs Werk durch. Und da ist jetzt wichtig, dass wir den Staub absaugen. Now do the same thing with the rod. Stick it in here, into the wall, and secure the clock. Gut. Das dritte Loch bohren wir, indem wir den Stift durch das zweite durchstecken, das Werk so sichern und dann das dritte Loch bohren. Now we can do the third hole right here. Als nächsten Schritt nehmen wir die Uhr weg von der Wand und bohren nachher grössere Löcher. Das heisst mit dem beigelegten 5 mm Wandbohrer. Now we take the clock off the wall and drill the holes bigger with the 5 mm drill bit. Alright. Auch hier wieder Staub absaugen. Jetzt tun wir Dübel in die vorgebohrten Löcher setzen. Now we're going to insert the plugs into all the holes. And then with the weight, you can use the weight
to hammer them in. Mit dem mit dem Pendelgewicht können wir die bündig in die Wand hineinschlagen. Also, als nächsten Schritt bereiten wir die Uhr vorbereiten mit dem Zifferblatt. Next, we're going to attach the dial to the clock. Für das stecken wir die Schrauben zuerst durch die Löcher und nachher das Zifferblatt dran. Put the screws through the holes in the clock and then attach the dial. It's easiest if you do this with two people. Am einfachsten geht es, wenn man da zu zweit ist. Right, and then you can attach it to the wall by inserting the screws into the plugs. Dann müssen wir sie an die Wand herheben und die Schrauben in die Dübel einführen. Right. Und nachher fein anziehen. And gently tighten the screws. So. Now we're ready to attach the pendulum and the weight. Jetzt ist du parat, um das Pendel einhängen und das Aufzugsgewicht anhängen. Als nächstes komplettieren wir das Pendel komplettieren. Den Pendelstab durch das Gewicht einführen und das Kompensationsröhrchen durchschieben und dann das Mütterchen aufschrauben. To complete the pendulum, you have to thread the pendulum through the weight, add the compensation sleeve, and then secure it with the nut. Leave about 12 mm of thread showing. Dass da etwa 12 mm Gewinde vorstehen. Nachher müssen wir das Pendel einhängen. Und da ist wichtig, dass der kürzere Teil vom Aufhängestängel hinten dran ist. Now we can hang the pendulum, and you have to make sure that the short part of the rod is towards the back. And then we can secure the pendulum in the fork. Und nachher tun wir das Pendel einhängen in die Pendelstange. Right. To add the weight, thread the leather through the clock and make sure there's a small rod here. Make sure that it's on this side, like so. Wenn man das Lederbändel einführt, da hinter dem kleinen Stängel durch. Alright, and then to attach the weight, you can just screw it in. Alright, now we're finished. Und jetzt ist du parat. Clockwork 2.00b hat eine Gangreserve von 8 Tagen. Alle 7 Tage sollte man das Gewicht demnach aufziehen. Das macht man so, indem man es hier am hinteren Bändel zieht, bis das Gewicht etwa da ist. Every 7 days the clock needs to be wound up. Just pull on the leather cord until the weight is about here. Und jetzt kommt der schönste Moment von allen. Und zwar tun wir der Uhr Leben einhauchen, indem wir am Pendelstab einen kleinen Schubs geben, dass sie anfängt zu ticken. Alright, now the best part. We can breathe life into the clock by giving the pendulum a small push. Dann schauen wir, ob sie regelmäßig tickt. Wenn nicht, kann man das Pendel heben und die Palette links und rechts verschieben, bis sie regelmäßig tickt. If the clock doesn't tick regularly, then you can hold the pendulum and adjust the pallets. You can push them slightly right to left until it ticks regularly. Zum Einstellen vom Gang hat das Pendel ohne eine Mutter. Wenn die Uhr zu langsam läuft, tut man die Mutter nach oben schrauben im Uhrzeigersinn. Wenn die Uhr zu schnell läuft, tut man sich nach oben drehen im Gegenuhrzeigersinn. Here you can adjust the clock. If it runs too slowly, then you can turn it clockwise, and if it runs too quickly, then you turn it counterclockwise. Zum Verstellen der Zeit hat der Zeiger eine Rutschkupplung. Das heisst, man kann ihn frei bewegen.
You can freely move the clock hand to set the time. Danke, dass Sie dabei sind. Danke für die Aufmerksamkeit. Ein rein mechanischer Zeitmesser ist eine gute Investition in die Zukunft. Thank you so much for watching. We hope you enjoyed it. And a purely mechanical clock is a great investment for the future.